In diesem Video führte unsere Reise von der Asbjørgi-Schlucht weiter nach Norden. Entlang der Küste ging es nach Húsavík, einem der bekanntesten Ausgangspunkte für Walbeobachtungstouren. Nach unserer Fahrt hinaus zu den Walen führte die Route weiter zum Krafla-Vulkansystem. Brodelnde Schlammtöpfe, dampfende Steine und der Viti-Krater zeigten die vulkanische Aktivität dieser Region. Vorbei am Mývatn, dem Mückensee mit seinen Lavaformationen und einer ziemlich aufdringlichen Mückenpopulation, ging es durch offene Hochflächen und sanfte Bergrücken zum Godafoss, dem Wasserfall der Götter. Nach einer Woche endete dieser Abschnitt unserer Reise in Akureyri, der Hauptstadt des Nordens. Von der Asbjørgi-Schlucht, die wir bereits während des letzten Videos erkundet hatten, führte uns die Ringstraße zunächst Richtung Norden zur Küste. Zwischen ziehenden Wolken und immer wieder durchbrechendem Sonnenschein erreichten wir das Meer. Von hier folgte die Straße der Küste, vorbei an weiten Buchten und einer Landschaft aus sanften Hügeln und grünen Weideflächen. Immer wieder öffnete sich der Blick hinaus auf das Meer, während sich die Ringstraße durch die Landschaft schlängelte. Schließlich änderte sich unsere Richtung wieder nach Süden, auf dem Weg nach Húsavík und zum Húsavík Camping, unserem Stellplatz. Húsavík empfing uns als kleiner Küstenort mit rund 2.500 Einwohnern. Doch während der Sommermonate kommen tausende Besucher aus aller Welt, vor allem wegen der Wale in der Bucht. Dabei reicht die Geschichte des Ortes erstaunlich weit zurück. Bereits zu Beginn der Besiedlungszeit soll ein schwedischer Seefahrer hier überwintert haben. Húsavík gilt deshalb als eine der ältesten Siedlungen des Landes. Fischfang, Fischverarbeitung und Bootsbau bestimmten lange Zeit das Leben. Zugleich wurde Húsavík zum Handels- und Versorgungszentrum der Region, eine Rolle, die der Ort bis heute erfüllt. Direkt oberhalb des Hafens steht die Weiße Kirche von Húsavík. Die markante Holzkirche entstand Anfang des letzten Jahrhunderts und ihr 26 Meter hoher Turm prägt bis heute das Ortsbild. Und noch etwas blieb uns in Erinnerung. Direkt am Hafen gab es für uns die besten Fish and Chips der ganzen Reise. Doch unser eigentliches Ziel lag draußen auf dem Meer bei den Walen. Nach einer ruhigen Nacht ging es am nächsten Morgen leider ohne Sonnenschein, bei Nieselregen hinaus auf die Bucht. Dick eingepackt in wasserdichte Kälteschutzanzüge starteten wir mit einem Speedboot zur Walbeobachtung. Immer wieder nahm das Speedboot die Fahrt heraus. Dann begann die Suche. Alle Blicke wanderten über den Horizont auf der Suche nach einer Atemfontäne. Nach einiger Wartezeit war es schließlich so weit, mehrere Buckelwale tauchten in unserer Nähe auf und ließen sich eine ganze Weile beobachten. Buckelwale gehören hier zu den am häufigsten beobachteten Walen. Die bis zu 19 Meter langen Bartenwale kommen in die nahrungsreichen Gewässer des Nordens, um Krill und kleine Fische zu fressen. Doch sie sind nicht allein. Rund um Húsavík werden auch Zwergwale, Delfine und Schweinswale regelmäßig beobachtet. Mit etwas Glück zeigen sich sogar Blauwale oder Orcas. Am nächsten Tag verließen wir Húsavík
und folgten zunächst noch kurz der Küste, bevor unsere Route nach Süden in Richtung Mückensee führte. Unterwegs wurde die Landschaft so beeindruckend, dass wir einen Rastplatz für eine längere Pause nutzten. Zeit, einfach die Atmosphäre aufzusaugen, den Blick über die weite Landschaft schweifen zu lassen und das Ganze noch einmal aus der Luft mit der Drohne einzufangen. Dabei zeigte sich in weiter Entfernung auch schon ein erster Blick auf den Mückensee. Dunkle Vulkanebenen wechseln sich mit flachen Bergen und alten Kraterformen ab. Erste Vorboten der vulkanisch geprägten Mivaten-Region. Manche dieser markanten Bergrücken und Tafelberge entstanden während der Eiszeiten durch Vulkanausbrüche unter mächtigen Gletschern. So erhielten sie ihre auffallend flachen und teilweise wie abgeschnitten wirkenden Silhouetten. Nach etwas Fahrt durch die faszinierende Vulkanlandschaft erreichten wir schließlich den Mivaten, den Mückensee. Und dieser Name kommt nicht von ungefähr. Die meist harmlosen Zuckmücken können hier in solchen Mengen auftreten, dass sie regelrechte schwarze Wolken bilden. Überliefert sind sogar Fälle, bei denen Pferde durch Massen der kleinen Insekten in den Atemwegen erstickt sein sollen. Selbst Mitte September waren noch einige Exemplare unterwegs. Und die wenigen, die geblieben waren, umkreisten uns dafür umso hartnäckiger. Auch der See selbst überrascht. Trotz seiner Größe ist der Mivaten durchschnittlich nur etwa 2,5 Meter tief. Selbst an seiner tiefsten Stelle sind es nicht einmal 5 Meter. Trotz der rauen, vulkanisch geprägten Landschaft ist die Region seit Jahrhunderten ganzjährig besiedelt. Fischreiche Gewässer und nutzbares Weideland boten dafür wichtige Lebensgrundlagen. Heute wird hier zusätzlich die geothermische Energie intensiv genutzt. Auch der See selbst verrät seine vulkanische Vergangenheit. Zwischen seinen zahlreichen Inseln ragen bizarre Lavafelsen und Lavasäulen aus dem Wasser, Überreste der gewaltigen Ausbrüche, die diese Landschaft formten. Entlang des Sees gelangten wir wieder auf die Ringstraße. Auf dem Weg über den Namaskart-Pass bot sich uns noch einmal ein weiter Blick zurück über den Mivaten und seine vulkanisch geprägte Umgebung. Eine kleinere, aber gut ausgebaute Straße führte uns hinauf in das Krafla-Vulkangebiet. Schon von weitem war zu erkennen, wie intensiv die Erdwärme hier genutzt wird. Mitten in dieser aktiven Vulkanlandschaft liegt das Geothermalkraftwerk Krafla. Heißer Dampf aus dem Untergrund treibt dort 2 Turbinen an, die zusammen eine Leistung von 60 Megawatt erreichen. Rechnerisch genug, um rund 150.000 Haushalte mit Strom zu versorgen. Hinter dem Kraftwerk führte die Straße weiter hinauf zum Viti-Krater. Der rund 300 Meter breite Explosionskrater entstand zu Beginn der Mivaten-Feuer, einer mehrere Jahre andauernden Phase heftiger vulkanischer Aktivität zu Beginn des 18. Jahrhunderts. Danach brodelte in seinem Inneren noch mehr als 1 Jahrhundert lang heißer Schlamm. Heute füllt türkisfarbenes Wasser den Krater. Ein erstaunlich friedlicher Anblick für einen Ort, dessen Name übersetzt Hölle bedeutet. Auf dem Rückweg Richtung Mivaten besuchten wir noch das Geothermalgebiet Laianyukur,
nur wenige Kilometer vom Viti-Krater entfernt. Hier zeigte die Landschaft noch einmal eindrucksvoll, welche gewaltigen Kräfte unter der Oberfläche wirken. Tiefe Spalten durchziehen den Boden. Sie entstanden durch das Zusammenspiel tektonischer und vulkanischer Kräfte. Während die Erdkruste auseinandergezogen wurde, drang Magma aus der Tiefe in das Spaltensystem ein und riss den Boden immer wieder weiter auf. Dazwischen dampften Schlammtöpfe und heiße Wasserstellen, Schwefeldämpfe stiegen aus dem Boden und selbst die Felsen waren stellenweise erstaunlich heiß. Temperaturen von mehr als 80 Grad ließen sich am austretenden Dampf problemlos messen. Besonders auffällig war der teilweise regelrecht zerbröselte Untergrund. Heißes Wasser und schwefelhaltige Gase verändern hier das vulkanische Gestein. Aus hartem Fels entstehen weichere Tonminerale, während Schwefel und andere Mineralien den Boden gelb, weiß, rot und orange färben. Zwischen kleinen Vulkankratern, tiefen Spalten, heißen Felsen und brodelndem Wasser wurde sehr deutlich, warum diese Insel als Land aus Feuer und Eis bekannt ist. Nur ein paar Schafe schien das alles wenig zu beeindrucken. Sie trotteten völlig ungerührt durch diese bizarre Landschaft. Holzstege führten uns durch die besonders aktiven Bereiche, während markierte Wanderwege vom Parkplatz noch tiefer in die Vulkanlandschaft hineinführten. Dabei läuft man teilweise über Lavafelder, die erst während der Krafla-Feuer zwischen den 70er und 80er Jahren entstanden. Und die eigentliche Ursache liegt tief unter unseren Füßen. In nur etwa 3 Kilometern Tiefe befindet sich eine Magmakammer. Während der letzten großen Aktivitätsphase drang von dort immer wieder Magma in das Spaltensystem ein. Dabei wurde die Erdkruste stellenweise um mehrere Meter auseinandergezogen. Auf dem Rückweg ging es wieder am Kraftwerk vorbei und zu einer der wohl ungewöhnlichsten Sehenswürdigkeiten der Gegend, der sogenannten Endless Shower. Mitten in der Vulkanlandschaft steht tatsächlich eine funktionierende Freiluftdusche, aus der ständig ca. 40 Grad warmes, geothermal erhitztes Wasser strömt. Wer hier duschen möchte, sollte aber weniger Wert auf Privatsphäre und mehr auf eine schöne Aussicht legen. Anschließend passierten wir nochmals das in der Regel gut besuchte Heveria Geothermalgebiet. Seine dampfenden Fumarolen, brodelnden Schlammtöpfe und gelbe, rote und weiße Mineralablagerungen ließen die Landschaft unwirklich erscheinen. Dass der Boden hier stellenweise kochend heiß ist, macht einen Spaziergang abseits der markierten Wege allerdings zu einer ausgesprochen schlechten Idee. Ein kurzer Abstecher führte zur Griotagia, einer kleinen Lavaspalte, in deren Innerem sich eine klare, blau schimmernde Thermalquelle verbirgt. Früher nutzten Einheimische die Höhle tatsächlich zum Baden. Während der starken vulkanischen Aktivität der 70er und 80er Jahre stieg die Wassertemperatur zeitweise auf über 50 Grad. Bis heute bleibt das Wasser geothermisch aufgeheizt und kann stark in seiner Temperatur schwanken. Baden ist deshalb nicht erlaubt. Bekannt wurde die Höhle später auch durch Game of Thrones. Fans kennen sie als Schauplatz der berühmten Szene mit Jon Snow und Ygritte. Die beiden gingen für die Dreharbeiten allerdings nicht wirklich hier baden. Der größte Teil der Szene entstand auf einem nachgebauten Höhlenset. Heute bleibt deshalb nur der Blick in das verlockend klare Wasser, was vermutlich besser ist, als unfreiwillig gekocht zu werden. Danach vollendeten wir unsere Runde um den Miwaten, ließen die letzten hartnäckigen Mücken hinter uns und steuerten unser nächstes Ziel an: den Gotha-Foss, den Wasserfall der Götter. Nach der vulkanisch geprägten Landschaft rund um den Miwaten
erwartete uns mit dem Godafoss ein völlig anderes Naturschauspiel. Über eine rund 30 Meter breite Basaltkante stürzt der Skjalfandafjord etwa 12 Meter in die Tiefe. Felsen teilen die Wassermassen in mehrere mächtige Kaskaden und geben dem Wasserfall seine charakteristische halbkreisförmige Form. Seinen Namen, Wasserfall der Götter, verdankt der Godafoss einer alten Überlieferung. Zu Beginn des 11. Jahrhunderts entschied der Gesetzessprecher Jorgeir, dass das Christentum zur offiziellen Religion des Landes werden sollte. Der Legende nach kehrte er anschließend nach Hause zurück und warf seine Abbilder der alten nordischen Götter in die tosenden Fluten des Wasserfalls. Ob die Götterbilder tatsächlich hier verschwanden, lässt sich heute nicht mehr beweisen. Der Name blieb und für einen Wasserfall dieser Kulisse könnte er kaum passender sein. Vom Godafoss führte unsere Reise weiter nach Akureyri. Am südlichen Stadtrand erreichten wir unseren Übernachtungsplatz. Für uns endete dieser Teil unserer Reise auf dem Campingplatz Hamra, ein guter Ort, um Eindrücke sacken zu lassen und die Nacht zu verbringen. In der nächsten Folge zeigt uns das Fischereimuseum in Siglufjörður auf spannende Weise Geschichte und den Weg des Landes in die Moderne. Danach wird es deutlich holpriger. Über die F35 kämpfen wir uns auf einer ziemlich brutalen Schotterpiste ins Hochland und erreichen das dampfende Geothermalgebiet Havaraveli. Und schließlich geht es in die Westfjorde zu einem fantastischen heißen Pool mit Meerblick.